Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Der neue V7, der aktuelle Rechteckfilterhalter von Nisi. Was hat sich denn jetzt verändert? Im Gegensatz zum Vorgängermodell, dem V6. Was ist besser geworden? Was ist vielleicht schlechter geworden? Gibt es mehr Lieferumfang? Und vor allem, lohnt sich der Umstieg vom V6 auf den aktuellen V7? All das schauen wir uns mal zusammen im Video an. Der neue V7 Rechteckfilterhalter aus dem Hause Nisi ist ja der direkte Nachfolger vom V6. Es ist ein Rechteckfiltersystem mit integriertem CPL, mit dem ihr sowohl 100x100 als auch 100x150er Filter verwenden könnt. Diese bis zu einer Stärke von 2 mm, also alle gängigen ND- und GND-Filter, die es so auf dem Markt gibt. Aber was ist denn jetzt neu an dem V7 und ist der Aufpreis, der tatsächlich sehr, sehr gering ist, zum V6, und zwar beträgt er aktuell so um die 10 Euro, gerechtfertigt? Der V7 kostet aktuell, so habe ich ihn auch aktuell gekauft, 229 Euro. Da sind wir auch schon gleich bei einem wichtigen Hinweis. Ich habe den Filterhalter nicht gestellt bekommen, sondern habe ihn mir für das Video selber zugelegt und natürlich, um mir auch einen Eindruck davon zu verschaffen. Ja, was ist denn jetzt dabei für 229 Euro? Das Ganze wird geliefert in einer klar hochwertig und sehr gut ansprechenden Verpackung. Darin befindet sich eine Aufbewahrungstasche, in der alle einzelnen Komponenten gut verstaut werden können. Die Tasche ist wirklich sehr gut, sie ist outdoor geeignet. Sie hat auf der Rückseite nochmal einen Klettverschluss, damit ihr ihn, wie ihr es hier bei mir seht, zum Beispiel am Stativbein befestigen könnt und das Ganze dann in Griffnähe zu eurer Kamera habt. Im Lieferumfang weiterhin ist natürlich der eigentliche Rechteckfilterhalter. Der ist hochwertig gearbeitet, da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Gefrästes Aluminium, wir haben 3 Einschubschienen bereits werkseitig vormontiert. Auch hier die Verarbeitung, ja, ist erstklassig. Was anderes kann man dazu gar nicht sagen. Und im Gegensatz zu anderen Herstellern, auch hier obendrauf, wenn man da mal schaut, die Abdeckkappen der einzelnen Filterschienen, perfekt. Ebenfalls aus Aluminium. Ganz plan, wirklich sehr, sehr gute Passgenauigkeit. Keine überstehenden Kanten, keine scharfen Kanten oder sonstiges. Mega gearbeitet. Zum eigentlichen Rechteckfilterhalter gehört natürlich ein entsprechender Adapter, damit wir natürlich das Eckige irgendwie, ihr wisst ja, aufs Runde rauf bekommen. Dafür haben wir den eigentlichen Grundhalter. In diesen eigentlichen Grundhalter, der auf der Rückseite eine Schraubverbindung hat in Form von 82 mm. Das heißt, der hier bereits integrierte Schraubdurchmesser beträgt 82 mm und in den wird dann der entsprechende CPL-Filter integriert. Und da kommen wir auch gleich zur ersten Neuerung. Schauen wir uns aber erstmal an, was noch mit bei ist im Lieferumfang. Dann gibt es den neuen CPL-Filter. Und zwar hat er auch einen neuen Namen bekommen, und zwar heißt er True Color, also wahre Farben, so grob übersetzt. Laut Nisi ist es ein CPL-Filter, der quasi keinerlei Farbverschiebungen beim Fotografieren hat. Jetzt sagt der eine oder andere, CPL-Farbverschiebung habe ich so noch gar nicht gesehen. Naja, das gibt es schon. Es gibt sehr gute andere CPL-Filter von vielen anderen Herstellern. Es gibt allerdings auch CPL-Filter. Ich hatte zum Beispiel euch ja mal ein Set von K&F vorgestellt, und zwar das magnetische. Da war ich mit dem CPL-Filter gar nicht so recht zufrieden, denn der hatte nämlich eine deutliche Farbverschiebung. Ja, das hast du hier nicht. Also True Color, das passt schon. Ich habe Fotos schon damit gemacht und muss auch sagen, grün bleibt grün und blau bleibt blau. Da gibt es keinerlei Farbverschiebung durch diesen CPL-Filter. Und auch der CPL-Filter hat eine Neuerung bekommen, außer natürlich die Farbtreue, die nochmal verbessert wurde. Aber auch da kommen wir gleich zu. Dann gibt es zusätzlich 3 entsprechende Adapterringe, damit ihr von den 82 mm natürlich runterkommt. 77, 67 und 72 mm sind nochmal mit bei als Step-Down-Ringe für eure Objektive. Damit seid ihr also ziemlich breit auch schon aufgestellt und müsst nicht nochmal zusätzlich irgendwelche Step-Down-Ringe entsprechend kaufen. Kommen wir zu den Neuerungen. Bevor wir zu den Neuerungen kommen, habe ich natürlich noch die Abdeckkappe vergessen. Die ist mit bei, war ja schon beim V6 mit bei. Sehr gut, wenn ihr zum Beispiel nur den CPL montiert habt, könnt ihr die entsprechende Abdeckkappe dann oben drauf packen. Zeige ich euch aber gleich nochmal.
Als erstes montieren wir mal den Grundhalter, in den der eigentliche CPL dann nachher reinkommt. Was man nicht geändert hat, ist die Art, wie sich der CPL dann nachher drehen lässt. Dafür montieren wir das Ganze hier mal auf unser Objektiv. Ihr seht, Gewinde sehr, sehr gut geschnitten, muss man sagen. Da gibt es kein Hakeln. Man setzt es auch sehr präzise auf und kann sofort schrauben. Um den CPL jetzt zu integrieren in den eigentlichen Grundhalter hier, war es ja bislang erforderlich, dass ihr den mit einem entsprechenden Feingewinde einschraubt. Das hat man positiv modifiziert. Das Ganze ist jetzt so ähnlich wie ein Bajonettverschluss, und zwar müsst ihr entsprechend hier der Markierung, es gibt 3 Markierungen auf dem CPL-Filter, diese Markierungen finden sich auch im Grundhalter wieder, das Ganze hier aufsetzen, rückwärtig an den Einstellschrauben hier festhalten, draufsetzen und mit einem kleinen Dreh festdrehen. Und damit war's. Kein umständliches Aufdrehen auf dem Gewinde. Das passt manchmal nicht. So ein Feingewinde kann schon tückisch sein, gerade auch wenn du vielleicht mal am Salzwasser irgendwo fotografieren warst. Ein bisschen Salzkörner dazwischen sind. Na, das kann schon schwierig werden. Sitz sehr gut. Der CPL auch sehr flach. Kleiner Nachteil natürlich auch hier wieder durch die flache Bauweise des CPL-Filters, dass du unweigerlich beim Montieren irgendwie immer so ein bisschen doch aufs Glas fassen musst. Das heißt, danach immer einmal reinigen, bevor du anfängst zu fotografieren. Ist ganz wichtig. Ansonsten funktioniert es sehr gut. Man kann es hier auch sehr gut runternehmen. Allerdings dadurch, dass der CPL sehr, sehr flach ist. Was allerdings gut ist, denn Nisi sagt nämlich, wir können mit diesem CPL bis 15 mm Vollformat vignettierungsfrei fotografieren. Und das sagt nicht nur Nisi, das sage ich nämlich auch, denn ich war nämlich fotografieren. 15 mm Canon 1535 Vollformat, keine Vignette. Nicht mal ein Hauch von der Vignette bei 15 mm. Mega. Mit dem CPL ist, ja, Nisi sagt noch ganz vorsichtig, naja, so bis 15 mm. Bei 15 mm habt ihr keine Vignette, könnt ihr problemlos damit fotografieren. Das heißt, der CPL muss flach sein. Aber es ist schon ein bisschen pummelig. Ich war jetzt natürlich im Winter auch draußen, wir haben jetzt aktuell Winter. Wenn die Finger kalt sind, ist es schon schwierig. Kann schon mal sein, dass er dir ein bisschen entgleitet. Das ist aber bauarttechnisch halt nicht anders möglich. Man hätte jetzt hier auch keine Griffmulde mehr einbauen können. Das ist, wie es ist. Es ist trotzdem gut gelöst. Das neue System gefällt mir natürlich besser als das Einschrauben. Wo ist sie hier, meine Schraube? Da ist sie. Als das Einschrauben, weil ihr seht, das ist wirklich nur so ein minimaler Dreh. Und es ist tatsächlich auch fest dann. Hält. So, CPL können wir natürlich auch ohne den eigentlichen Rechteckfilter jetzt nutzen. Wir können ihn entweder hier vorne drehen oder auch entsprechend an diesen beiden. Es gibt 2 kleine Schräubchen hier hinten. Damit kann man das Ganze drehen. Zu den Schrauben. Das hatte ich auch beim V6 schon mal angemerkt. Sie sind mir persönlich ein bisschen klein. Das Problem bei diesen Schrauben ist auch, dass du je nach Objektiv und Gewinde, die sitzen jedes Mal woanders. Je nachdem, auf welches Gewinde du es einschraubst. Jetzt sitzt eine Schraube bei mir hier und eine sitzt hier. Habe ich ein anderes Objektiv, kann es auch sein, dass die Schraube da und da sitzt oder da und da. Verstellt sich ein bisschen. Ist halt schwierig, intuitiv dann dahin zu greifen und zu sagen, da ist die Schraube. Nee, da ist sie dann nicht, wenn du ein anderes Objektiv nutzt. Es funktioniert. Es funktioniert auch mit Handschuhen. Ich habe es auch mit Handschuhen probiert, habe mir Fotohandschuhe angezogen, habe damit dann auch hier das Ganze eingestellt. Funktioniert problemlos. Ein bisschen farblich markieren. Vielleicht in Nisi Gelb, eloxiert das Ganze. Das wäre doch mal was. Da siehst du sofort, hier ist meine Einstellschraube, kannst du drehen. Zum Einstellen selber, das geht perfekt. Da hakt nichts, weder links rum noch rechts rum. Da kannst du drehen, so oft du willst. Da hatte ich ja auch schon andere Filterhalter mit CPL im Test. Da war dann hier oder da mal das eine Haken. Ist hier nicht. Das dreht sich und dreht sich und dreht sich und geht völlig problemlos. So, jetzt wollen wir aber mit dem ND oder GND fotografieren. Dafür brauchen wir natürlich den Rechteck-Filterhalter. Der hat auch eine Neuerung bekommen. Grundlegend ist das System gleich geblieben. Und zwar setzen wir ihn hier auf, ziehen hier an dem Stift an der Seite und dann ist das Ganze montiert. Wir können den Rechteckfilterhalter dann drehen und wir können ihn natürlich auch arretieren. Und hier ist schon die Neuerung. Beim V6 hatten wir nämlich 2 dieser Stifte. Einen zum Arretieren und einen, um das Ganze zu lösen. Zum Lösen haben wir das weiterhin. Wir ziehen hier an diesem kleinen Stift an der Seite und dann können wir, ihr seht hier, den Filterhalter entsprechend abnehmen. Jetzt hat man sich aber von einem dieser Stifte getrennt. Und das Ganze ist jetzt nur noch ein komplettes System. Das heißt, im Stift selber ist hier nochmal eine Drehschraube. Diese Drehschraube kann ich jetzt festschrauben. Alles auch aus Metall gearbeitet. Und dann ist der Filterhalter gleichzeitig arretiert. Was ich gut finde, wenn ich das Ganze nur ein bisschen löse, dann kann ich den
Filterhalter drehen, aber ich kann ihn noch nicht abnehmen. Selbst wenn ich hier am Stift ziehe, geht es nicht so weit raus, dass ich den Filterhalter aus Versehen vielleicht abmache, sondern ich muss dann diese Arretierungsschraube ganz aufdrehen und erst dann kann ich diesen Stift so weit rausziehen, dass sich der Filterhalter lösen lässt. Das ist gut gelöst. Dieser zweite kleine Stift, habe ich zum Beispiel in einigen Foren auch schon gelesen, ist dem einen oder anderen schon mal abgebrochen. Jetzt ist auch dieses System natürlich aus Komplettmetall. Es ist aber sehr filigran, das muss man dazu auch sagen. Aber es lässt sich gut handeln. Sowohl ohne Handschuhe, auch hier habe ich es natürlich mit Handschuhen mal probiert. Wie funktioniert es? Kannst du gut aufschrauben, kannst du zuschrauben, aber es ist sehr filigran. Für große Hände, es ist sehr filigran, muss man dazu auch sagen. Einschübe. Wir können 3 Filter einschieben. Auch hier können wir natürlich, ich zeige es auch nochmal, problemlos den CPL hinten drehen. Was allerdings hier schwierig ist, ist jetzt, wenn ich alles montiert habe und mir fällt jetzt ein, den CPL, den hätte ich jetzt gerne mal irgendwie doch rausgenommen. Dann funktioniert es mit montiertem Filterhalter schwierig bis gar nicht. Mit Handschuhen geht es leider gar nicht, das habe ich probiert. Ohne Handschuhe, ich kann es euch mal zeigen, wenn ich hier hinten beide Feststellräder festhalte und ich drehe das Ganze, da muss ich noch mehr von vorne rauffassen. Also ich habe keinerlei Angriffsform von der Seite, weil es wirklich plan abschießt, der CPL, was natürlich gut ist mit dem Rechteckfilterhalter. Und den kann ich jetzt rausdrehen. Der fällt mir nicht entgegen, aber ich komme auch sehr, sehr schlecht ran. Ich muss dann hier wirklich hintergreifen und sehr vorsichtig es rausnehmen. Das geht aber nur, indem du wirklich mit dem Nagel so hinterhackst. Das ist natürlich einerseits auch gut, weil er dann natürlich auch nicht versehentlich sich losdreht. Wenn man jetzt hier unten, und das hätte den ND-Filter nicht gestört, so eine kleine Eintiefung, so eine Mulde eingefräst hätte, wäre das einfacher, weil du dann an diesen CPL besser rankommen würdest. Es funktioniert. Wie oft du den jetzt rausnimmst, ja, das steht natürlich auf einem völlig anderen Blatt. So, Einschübe. ND, GND-Filter. ND-Filter, Nisi sagt selber, ihr könnt diesen Rechteckfilterhalter mit allen gängigen 100×100 ND-Filterplatten bestücken. Ja und nein. Denn die hauseigenen ND-Filter von Nisi haben ja auf der Rückseite ein entsprechendes Moosgummi aufgeklebt. Das ist nämlich dafür, damit du das Ganze abdichten kannst gegen Streulicht. Ja, wichtig, wenn ein ND-Filter, Langzeitbelichtung, es fällt Licht von oben zum Beispiel rein, ist die Langzeitbelichtung natürlich dahin. Der Rechteckfilterhalter an sich ist hier komplett plan, hat keine Abdichtung selber, sondern die befinden sich auf den Filtern. Das heißt, wenn ich einen entsprechenden Rechteckfilter von Nisi nutze, ist das super abgedeckt. Ihr seht auch hier Einschübe, die Einschübe sind mega, die finde ich sehr, sehr gut. Einschübe, muss ich euch kurz was zu sagen. Die Einschübe sind nämlich so gestaltet, was ich bevorzuge, habe ich in anderen Videos ja auch schon gesagt, dass, und zwar die Haltestifte nicht auf die Platte raufdrücken, sondern sie drücken seitlich gegen den entsprechenden Filter. Und damit hast du den Vorteil, dass egal wie viel Filter du hier reinpackst, 1, 2 oder 3, der Widerstand, mit dem der Filter hier hoch und runter gleitet, ist immer gleich, weil jeder Filter von seinen eigenen Stiften jeweils nur gehalten wird. Ist ein großer Vorteil. Läuft hier auch ganz sauber. Was mir aufgefallen ist die oberste Schiene. Und zwar versuche ich euch das mal zu zeigen. Also Schiene 1 und Schiene 2 laufen ganz sauber. Da kann ich den Filter auch nicht kippen. Der läuft sauber. So wie ich ihn oben eingesteckt habe, läuft der sauber bis unten durch. Ich kann ihn plan einstecken. Bei der dritten Schiene vorne kann es passieren, wenn man unachtsam ist. Gerade auch beim großen Filter, 150er Filter, also 100×150er GND-Filter, dass der schief eingeschoben wird. Und zwar fehlt hier in der Mitte, vielleicht seht ihr das hier, mir gleitet der Filter jetzt, ich ziehe ihn mal raus, dann seht ihr es ganz deutlich, mir gleitet der Filter hier aus der Mitte raus. Hier fehlt nämlich in der Mitte eine Halterung. Das heißt, wenn ich nicht aufpasse, dann schiebt er sich, und das geht ziemlich schnell, ihr seht das, dann schiebt er sich schräg ein. Das kann bei den darunterliegenden Schienen nicht passieren, weil die nochmal eine Abdeckungsschiene haben und die können da nicht raus. Wenn du oben eingeschoben hast, laufen die bis unten durch. Vorderste Schiene ist das eben nicht so, da können die sich vorne raus. Ich zeige es euch nochmal hier, zack, und schon kann ich ihn rausnehmen. Muss man ein bisschen aufpassen beim Einschieben, dass man da wirklich plan ist und auch nicht irgendwie Streulicht dann nachher reinkommen kann. Wenn man es weiß, ist es okay. Abdichtung. Ich persönlich, ist eine reine Ansichtssache. Bin kein Freund von diesen aufgeklebten Dichtungen auf dem Filter selber. Sie lassen sich hier schwerer reinigen. Es sammelt sich natürlich auch gerne mal Staub, Schmutz in diesem Filter in der Mitte, also hinter dieser Klebeschicht, kriegst du schwierig sauber, auch nicht mit dem Filtertuch. Deshalb finde ich das nicht so gut gelöst.
grundlegend, ja, wer das System hat. Ich habe zum Beispiel hier beim letzten Mal probieren, hat sich auch gleich hier so eine Dichtung mal entschärft, weil die sich dann, irgendwo bin ich hängen geblieben, hat die sich rausgepopelt und wenn die nicht mehr richtig klebt, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie raus ist. Aber wenn du einen Easy-Filter hast, ist er abgedichtet. Jetzt hast du aber ein Problem, wenn du keinen Easy-Filter hast, denn dann hast du auch keine Abdichtung nach hinten, wenn du nicht extra so ein entsprechendes Dichtungsgummi hast. Wenn du nämlich den Filter hier einschiebst und ich schiebe ihn jetzt mal mit der Dichtung nach vorne ein, dann entsteht hier nämlich ein Lichtspalt. Der Lichtspalt ist tatsächlich ziemlich groß, das sind so 1,6 mm. Hört sich erstmal nicht viel an, aber du kannst komplett durchgucken und das ist dann schon viel. Und gerade beim ND-Filter kannst du dann Streulicht haben. Sollte man also, wenn man ND-Filter von einem anderen Anbieter verwendet, nicht direkt von Nisi, vielleicht mal gucken, dass man sich in irgendeiner Form hier ein Moosgummi zusätzlich besorgt. Normalerweise sind ja auch immer Ersatzgummis hier mit dabei und dann entsprechend das Ganze hier auf dem Filterhalter selber abdichtet. Ansonsten hast du sie natürlich beim Filter auch mit bei. Abdeckkappe. Abdeckkappe ist gut. Kannst du verwenden, wenn du zum Beispiel jetzt deine Kamera in die Tasche packen möchtest und du möchtest nicht alles komplett zurückbauen. Dann nimmst du diesen Nisi Abdeckkappe, packst sie drauf, fertig und schon kann das Ganze in den Kamerarucksack. Jetzt bin ich ein eher fauler Fotograf, man muss es mal so sagen, und packe natürlich gerne das Ganze komplett in den Kamerarucksack. Das heißt, ich lasse in der Regel meinen Rechteckfilter eigentlich immer drauf. Jetzt hat mich natürlich schon immer geärgert, dass ich dann hier keinen Schutz habe. Ich habe keinen Schutz für meinen CPL-Filter und auch wenn ich einen ND-Filter habe hier, zum Beispiel einen 100×100, kann ich so schlecht in den Kamerarucksack packen. Auch wenn ich ihn zum Beispiel bei mir am Lünkerholz, habt ihr vielleicht schon gesehen, bei mir am Kamerarucksack trage oder am Gürtel meine Kamera, läuft es natürlich immer Gefahr. Wenn es sehr stürmisch ist, wenn es vielleicht ein bisschen regnet, ein bisschen schneit, das ist natürlich dein Filter, der ist dann zugesaut. Den musst du sauber machen. Tja. Und da habe ich euch auch schon in meine anderen Videos vorgestellt. Eine kleine Idee, die ich natürlich gleich umgesetzt habe im 3D-Drucker. Und zwar hier den Filterguard. Filterguard gibt es in 100×100 und in 100×150. Da ist nämlich ein bunter Grad runtergefallen. Und den könnt ihr ganz einfach dann in einen der Einschübe nutzen und ihn vor euren Filter schieben. Das heißt, ihr habt dann, ich habe es jetzt mal passend in Gelb zu Nisi gemacht, den Filterguard gibt es in Rot, in Schwarz, in allen möglichen Farben, habe ich ihn mittlerweile schon zur Verfügung gestellt, weil viele gefragt haben, hast nicht mal eine knallige Farbe, Rot alleine reicht uns nicht. Und dann kannst du jetzt zum Beispiel deinen 100×100 Filter drauf lassen und kannst den Filterguard wieder runternehmen, weiter fotografieren. Das Ganze funktioniert natürlich auch, wenn du nur den CPL drauf hast, schiebst ihn ein und schon ist dein CPL entsprechend geschützt. Das Ganze verlinke ich euch unten nochmal, hat schon sehr guten Anklang gefunden. Ich nutze ihn auch seit längerer Zeit schon. Tja, ihr Lieben, der neue V7 von Nisi. Was sind also die großen Neuerungen? Im Grunde die Farbtreuheit des CPL, obwohl ich auch sagen muss, dass der CPL im V6 jetzt auch keine Farbverschiebungen hatte. Aber gut, es ist ein neues Merkmal, was Nisi hervorhebt. Was ist noch neu? Wir haben natürlich hier die Änderung des eigentlichen Schraubfilters hier unten, des CPLs. Der wird nicht mehr geschraubt, der hat jetzt eine Art Bajonettverschluss. Und man hat einen der entsprechenden Stifte hier weggelassen, hat das kombiniert in einen Kombistift. Tja, lohnt sich jetzt das Upgrade, wenn du den V6 schon hast, auf den V7? Ja, das muss sich, glaube ich, jeder selber fragen. Ich persönlich hatte ja auch schon den V6 im Test, würde jetzt nicht sagen, dass ich an den 10 Euro liegt es gar nicht, aber wenn du den V6 hast, bist du damit super bedient, weil es hat sich ja grundlegend gar nicht so viel verändert. Und ein Upgrade auf den V7, vielleicht wenn du anfängst und du überlegst, bei Nisi einzusteigen, dann würde ich vielleicht sagen, ja, dann nimm gleich den neuen. Weil die 10 Euro, die machen ja den Kohl dann auch nicht fett. Aber ansonsten jetzt ein Umstieg vom V6 auf den V7, naja, muss vielleicht nicht unbedingt sein. Ansonsten geht natürlich die Entwicklung auch bei Nisi immer ein Stückchen voran. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal eine Eingriffmulde, damit ich das Ganze hier rausnehmen kann, den CPL aus dem entsprechenden Filtersystem, wenn ich auch den Rechteck-Filterhalter montiert habe. Und hier vorne mit der Abdeckung muss man ein bisschen aufpassen. Das ist halt so. Ansonsten rundum, also definitiv ein mega verarbeiteter Filterhalter. Da kannst du nicht meckern. Guter Lieferumfang, gerade auch mit der Tasche, mit der Abdeckkappe. Ja, und für einen kleinen Aufpreis gibt es natürlich den Filterguard. Bei mir habt ihr ein rundes System. Überhaupt gar keine Frage. Dichtung müsst ihr sehen, wenn ihr halt einen ND-Filter vom Fremdhersteller habt, wie ihr das Ganze am besten abdichtet. Ansonsten mega Filterhalter, muss ich sagen. Sehr gut. Habe auch von Nisi auch in dem Preissegment eigentlich nichts anderes erwartet. Tja, ihr Lieben,
Vielleicht habt ihr ja schon den neuen V7 von Nisi oder ihr habt noch den V6. Dann schreibt mir doch mal unten gerne in die Videokommentare, was haltet ihr von den Neuerungen? Und wenn du vielleicht den V6 hast, schreib mir doch mal unten, würdest du jetzt aufgrund der beiden eigentlich neuen Features auf den V7 wechseln? Und sagen, Mensch, ja, das wäre mir den Umstieg schon wert. Tja, und ansonsten, wenn euch die kleine Vorstellung des neuen V7 von Nisi gefallen hat, lasst mir fürs Video gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen und ihr habt es noch nicht getan, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.